Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp von und mit Arno Burger. Wenn wir eine E-Mail bekommen und die E-Mail nicht selber bearbeiten können, sondern ein Kollege soll die bearbeiten, dann leiten wir die E-Mail häufig weiter. Und das machen wir normalerweise, weil der Knopf hier so groß ist, über die Schaltfläche weiterleiten. Was dann passiert ist, dass die E-Mail in den Text der neuen E-Mail kopiert wird. Ich kann unter an den Kollegen angeben, an den ich die E-Mail verschicken möchte und kann hier meinen Text schreiben. Der Nachteil daran ist, wenn der Philipp jetzt diese E-Mail bekommt, dann klickt er auf Antworten und antwortet nicht an diese Adresse des ursprünglichen Absenders, sondern er antwortet an mich, weil ich ihm die E-Mail ja auf diesem Weg weitergeleitet habe. Außerdem besteht für mich die Gefahr, wenn der Philipp nicht aufpasst, dass er hier diesen Teil nicht rauslöscht und der Kunde oder der Empfänger der E-Mail dann alle möglichen Zusatzinfos bekommt, die ihn vielleicht gar nichts angehen. Wenn ich beides vermeiden möchte, dann gehe ich folgendermaßen vor. Ich lese die E-Mail, ich entscheide, ich möchte sie weiterleiten. Ich leite sie aber nicht über diesen Knopf weiter, sondern ich gehe auf Weitere und wähle dann als Anlage weiterleiten und kann dann meinen Kollegen eingeben und an den weiterleiten und er bekommt jetzt eine E-Mail, in der mein Text steht, den er auch lesen kann. Und wenn er dann die E-Mail, die als Anlage dabei ist, aufmacht, kann er diese E-Mail ganz normal beantworten, muss nicht die Adresse neu einfügen und es ist auch kein Risiko, dass dann meine Daten, mein Text, den ich geschrieben habe, noch mit dabei ist. Ja, schreibt mir doch in den Kommentar, ob dieser Tipp für euch hilfreich ist und wo ihr ihn gut anwenden könnt. Das war's für heute. Euer Arno.